Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein November gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist ausschlaggebend? Was sollte vielleicht am besten ganz außer Acht gelassen werden? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du wie immer hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Steinbock im November bitte. Gerüchteküche. Es brodelt. Du wirst an deine Grenzen gebracht. Wie viel bist du bereit auszuhalten? Oder ist alles doch nur halb so schlimm? Die erste Karte, Apokalypse. Wow. Es wird zerstört, was überholt, nicht mehr länger dienlich ist, um es mit Neuem, Besseren zu ersetzen. Besser könnte es nicht sein. Die göttliche Verbindung, der göttliche Funken in dir, das Universum, spricht zu dir. Wie wunderbar, du darfst erkennen, lieber Steinbock, du darfst erkennen, wozu alles so kam, wie es kam, warum es so kam. Und jetzt, nachdem du erkannt hast, erkennen wirst, besser gesagt, im November, freu dich. Eine neue Ausrichtung. Ja, wir alle finden es nicht gut, wenn man von vorne anfangen muss. Doch in deinem Fall ist das ein Segen. Es ist kein Neuanfang, der auf Trümmern stattfindet. Nein, es ist etwas, was dir so klar vor Augen geführt wird, dass du diesmal nicht anders kannst, als dem genau hinzusehen und in dem Ganzen deine eigene Begrenzung zu erkennen. Du wirst daraus erkennen, wie alles miteinander verwoben ist, wie alles miteinander verbunden ist und auch, dass du im Mittelpunkt des Universums bist und mit allem und jedem verbunden bist. Wow. Der November hat es in sich. Das Morsche, das Faule wird von dir eingekesselt und du schaust es an. Yes. Dort, wo du immer dachtest, oh mein Gott, die größte Gefahr. Diese Angst wird dir nun auf dem Servierteller präsentiert. Was nicht heißt, dass es eintritt im Außen. Gut möglich eher ein Trigger. In dir brodelt es, so wie es in der Welt brodelt. Und daran erkennst du auch, dass wir alle miteinander verbunden sind. Drum ist es auch so wichtig, lieber Steinbock, dass du dich erdest, in dir zentriert bist, dich mit oben und dem Erdmittelpunkt verbindest, um zu erkennen. Die Hauptenergie, die dir zur Verfügung steht im November, die Hauptenergie für den Steinbock im November. Bewusstsein. Sei dir
dir deiner selbst bewusst. Und wenn du dir deiner selbst bewusst wirst, lieber Steinbock, so hast du nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, sondern du wirst dir allem rundum bewusst, was mit dir verbunden ist. Ich gratuliere. Wunderbar. Dadurch, dass du im Außen durch irgendetwas an deine Grenzen gebracht wirst, das schauen wir uns gleich an, was es ist, bemerkst du, du möchtest da raus, du möchtest dir das nicht mehr länger mit ansehen, du möchtest dir das nicht mehr länger gefallen lassen. Du möchtest Veränderung. Die Veränderung, sie kommt. Doch habe dann auch das Vertrauen, dass diese Veränderung zu deinem höchsten Wohle ist. Schauen wir, lieber Steinbock, was bringt dich in die innere Revolution? Das Thema Zukunft. Gestern war deine heutige Zukunft. Was hast du da ausgesendet? Was wolltest du erreichen? Etwas, was du manifestiert hast. Du weißt, das Universum hat eine ganz andere Timeline, als wir Menschen es haben. Du rechnest nicht damit. Wer ist das Feuerzeichen in deiner Umgebung? Widder, Löwe, Schütze, welches dir, ich bekomme Halskratzen, ihr wisst, Kommunikation ist der Schlüssel. Durch dieses Feuerzeichen bekommst du den Auftakt zur Manifestation von gestern. Dann wenn der Baum beginnt, Früchte zu tragen. Oh, welch Wunder. Doch, was ist, wenn du Aprikosen pflanzen wolltest? Und jetzt plötzlich Äpfel am Baum hängen. Oh, ja, du wirst sagen, eigentlich war mir 100%ig sicher, dass ich einen Aprikosenbaum gepflanzt habe. Doch jetzt ist es nun ein Apfelbaum. Die Rechnung ist zwar aufgegangen. Der Baum ist gewachsen, der Baum trägt Früchte. Doch nicht so, wie du es erwartet hast. Wow! Der Steinbock im November. Ja, du pusht nach vorne. Es ist so, als wäre es für dich glasklar, dass das so nicht akzeptabel ist. Was würdest du machen? Würdest du deshalb den Apfelbaum absägen vor Wut und Ärger? Würdest du sagen, nun gut, Äpfel sind auch köstlich, ich erfreue mich daran, vielleicht tun sie mir besser, ich kann ja morgen erneut einen Aprikosenbaum pflanzen. Oder ärgerst du dich über dich selbst? Es liegt ganz allein an dir, lieber Steinbock. Die Entscheidung. Der November beginnt mit einer Entscheidung. Wunderbar, ja. Die neue Ausrichtung. Gut möglich, dass sie im Außen mit einer Situation zu tun hat, die dein Gefühlsleben betrifft. Das Gefühlsleben
endlich mit dem Menschen zusammen sein zu wollen, finden zu wollen, der perfekt zu dir passt, du dich verändern möchtest, die Entscheidung, dein Leben in die Hand zu nehmen, die Entscheidung für dich eigenverantwortlich einzustehen, alleine das reicht aus, auf das Universum dich erhört und nicht morgen ausliefert. Nein, diese Entscheidung, die du gleich Anfang November treffen wirst, 2, 3 Wochen, sie manifestiert sich. Wähle weise, was du möchtest. Vielleicht musst du dich zwischen einem Luftzeichen und einem Wasserzeichen entscheiden, gar einem Erdzeichen. Wow. Oder du wirst von diesen inspiriert, auf dass du weißt, was du möchtest. Das Wunderbare ist, durch das, dass du emotionell an deine Grenzen gebracht wirst, bekommst du Zugang zu dir. Und du weißt, was du willst, wen du willst, zu was oder wem du committen willst. Und alles erscheint dir gar nicht mehr so schwer erreichbar. Gut möglich, dass du im Außen, wenn du diese Entscheidung triffst, dafür einstehst und alles in die Bahnen lenkst, auf dass es so kommen mag. Denn du musst ja schließlich den Aprikosenbaum pflanzen, nicht? Gut möglich, dass du im Außen der Buhmann bist, Vorwürfe bekommst, das kannst du nicht tun, so verantwortungslos. Lieber Steinbock, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Begegne in deinem Tun der Veränderung, in deinem Tun des für dich Einstehens, jedem selbstverständlich mit Respekt, mit Empathie und Einfühlungsvermögen. Doch jetzt im November ist die Zeit, die Angst zu überwinden und gehen zu lassen, was für dich sehr, sehr ungesund ist. Mental wie emotionell, denn das schlägt dann auf den Körper, nicht? Eine Mutterfigur, Erdzeichen wie du, Steinbock, Stier, Jungfrau. Ich sage Mutterfigur, das heißt nicht, dass es die Mutter sein muss. Es kann jemand sein, der für dich mütterlich ist, immer für dich da ist, Fürsorge trägt. Es kann aber auch ein Mensch sein, der felsenfest immer dasteht und du weißt, dass dieser bedingungslos für dich da ist, wie es eine Mutter ist. Ausschlaggebend. Du wirst gezwungen, Innenschau abzuhalten, zu sehen, was ist dein Fundament? Aus welchem Material ist das Fundament gemacht? Ist es solide, unverrückbar, unzerstörbar oder ist doch Treibsand dazwischen? Was steht auf diesem Fundament? Geht es noch konform mit dir? Du ziehst dich zurück. Gut möglich,
dass einige fragen werden, was ist los mit dir? Wo bleibst du denn? Ich kenne dich so gar nicht. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, lieber Steinbock, denn der November, er ist sehr, sehr richtungsweisend. Er gibt dir sehr, sehr viele Antworten, wenn du nur bereit bist, diese zu finden. Du bekommst unerwarteterweise emotionellen Support von einer Jungfrau. Doch die Jungfrau, sie hat Verständnis, doch sie wird dich bitten zu bleiben. Viele andere Menschen werden an deine Haustür klopfen, wollen dich, brauchen dich. Haushalte mit deiner Energie. Höre auf dein Innerstes. Und dann kommt ganz unerwartet die Großzügigkeit auf dich zu. Lieber Steinbock, wir machen weiter im Extended, gehen weiter ins Detail und ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ciao.